für heute angekündigte Porträt des weitwundliebenden Chris Isaak muss verschoben werden. Das Band mit dem Interview ist zwischenzeitlich verschollen. Ich verspreche es aufzutreiben. Ein anderes Band mit Interview trudelte hingegen gestern wohlbehalten in der Redaktion ein. Absender Dirk Schneidinger aus Köln, Mitarbeiter von Specs. Inhalt eine C120-Kassette. Darauf zu finden, Gespräch mit einem Mann, der den 80er Jahren einen emotionalen Höhepunkt verschafft hatte. Bob Mould, Gitarrist, Songschreiber und Sänger von Husker, alles überragende und wegweisende Army-Band, 1981 bis 87. Im heurigen Frühjahr erste Solo-LP, Workbook. Heute in der Music Box, Bob Mould. Die Music Box.
You know, I had left Husker in January of 1988 and pretty much really didn't want to do a whole lot publicly for a while. It was, you know, I mean, if you're familiar with the band, you're familiar with the kind of schedule. Ich verließ Husker im Jänner 1988. Ich war zu gefangen im Zeitplan des Musikbusiness und wollte dann eine Zeit lang untertauchen. Ich zog mich auf meine Farm zurück in Minnesota, eine Autostunde von Minneapolis, und schrieb ein Jahr lang Songs, ohne die Intention, sie auch aufzunehmen. I had a farm up in northern Minnesota, about an hour from Minneapolis. I just was up there and spent all year just writing songs for myself, not really with the intention of getting another band together or with the intention of making a record. It was around June or July of last year I got together with Anton Fear and, you know, played him a few songs, and he was like, you know, you should really make a record. Im vorigen Juli traf ich dann Anton Fear, spielte ihm etwas vor und er meinte, ich solle etwas unbedingt veröffentlichen. Im November war ich dann so weit, all die Dinge, die ich am Musikbusiness gehasst hatte, wieder zu vermissen. Um die Jahreswende nahm ich dann mit Anton Fear und Tony Mirmone die neue Platte auf. Aber das war nicht der Grund, warum ich Husker verlassen habe, um eine Soloplatte aufzunehmen. Ich ging, weil ich eben gehen musste. You know, got together with Anton and Tony around Thanksgiving. We just started rehearsing a lot of the stuff to record the record, and you know, started in December on it, and I had it finished by the end of January. So it was probably about, you know, probably around September, October of last year that I thought, yeah, it's time to make a record again. You know, but that wasn't the reason I left Husker to make a solo record. I just left that because I had to. You know, I know everybody has heard, you know, about all these problems that supposedly broke up the band, you know, personal problems that people are having. I was the one that left the group, and I left the group because everybody wanted it to end, but nobody wanted to leave. Ich nehme an, dass man von den Problemen, die zum Ende der Band geführt haben, gehört hat. Persönliche Probleme der Mitglieder. Ich bin gegangen, weil alle ein Ende wünschten, aber niemand den Mut hatte, diesen Schritt zu machen. Kreativ gesehen war es zuletzt sehr langweilig. Wir konnten keine Ideen mehr miteinander austauschen. Wir hatten uns auseinandergelebt. Wir waren 10 Jahre lang fast so täglich zusammen gewesen. Wenn wir eine neue Platte gemacht hätten, sie wäre furchtbar gewesen. Hätte genauso wie die letzte geklungen. Nach seiner Kate klang sowieso alles sehr ähnlich. Das war frustrierend genug. Wir entwickelten uns nicht so, wie wir es hätten können. Es machte keinen Spaß mehr. It would have sounded just like the last one. And, you know, after Zen Arcade, everything sort of sounded the same. And I think it was very frustrating for everybody. You know, we weren't changing as much as we should have. And it wasn't much fun. Impossible. There's no point. I would never, you know, it was a statement of Eine Reunion ist völlig unmöglich, sinnlos. Es war ein Statement für diesen Abschnitt unseres Lebens. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann um der alten Zeiten willen etwas aufzuwärmen. Für uns alle ist das, was wir jetzt machen, wichtig. Husker waren eine große Band, sicher, aber das war, als wir jung waren. Hopefully we'll all continue to do things that are important to our lives, and Husker is not part of it anymore. It was a great band. It was a wonderful experience. I wouldn't be doing this if it wasn't for that. You know, but that was then. That was when we were younger. With the new ways of possession, and now you indulge yourself and your feelings are ignored, and your color in your life with too much fight, and your color in your life with too much fight. There was a time, there was a place, there was a reason. There was a situation comfortable for you. You tasted everything in a bitter bag of season. But now you're bored and you run out of things to do. And your color in your life with too much fight. And your color in your life with too much fight. Your color
Yeah, that's the old sound, the old Husker Du guitar sound is one that is real popular right now. And that's good. I mean, it's... Der alte Husker Du Gitarrensound ist ziemlich populär heutzutage. Das finde ich gut. Auf der Soloplatte, auf Songs wie Wishing Well oder Whichever Way the Wind Blows ist er auch noch vorhanden. Das Problem bei Husker Du war nur, dass dieser Sound alles zudeckte. Dadurch verlor er Kraft und Dynamik. It wasn't dynamic, it wasn't like, and then back down, and then up and back down, whereas now there's... Jetzt, wo ich ihn gezielt einsetze, ist die Wirkung viel größer. Das ist zumindest meine Meinung. Ich schreibe ja die meisten meiner Songs auf der akustischen Gitarre. Auf dieser Platte versuchte ich, den Song vor den Sound zu stellen. A lot of the songs that I wrote for Husker Du were written on acoustic guitar. It's just, now I think with this record, I was trying to make an effort for people to be able to relate to the song as opposed to the sound. What I'm trying to say, whereas with Husker Du, the words got lost a little bit, Bei Husker Du verloren sich die Texte und auch die Impressionen, die ich mitgeben wollte. Während jetzt, wenn ich die Songs mit akustischer Gitarre aufnehme, dann sind sie näher an dem, was ich ursprünglich gehört habe. It seems closer to what I was hearing originally, it was the way that I was hearing it, or the way that I wrote it, so hopefully, well, Husker Du started before there was such a thing as hardcore, and Husker Du was around after hardcore went away, Husker Du gab es vor Hardcore und auch nach dem Ende dieser Hardcore-Bewegung. Wir gehörten nie wirklich dazu, wir wurden immer nur assoziiert. To me, what I remember about it is there was a period of about 3 or 4 years where there was a lot of bands that we had more in common beyond the music with, just as people, like Minutemen or Black Flag, or even REM, before they were never a hardcore band. Was mir viel wichtiger ist, war diese Periode von 3, 4 Jahren, in denen wir und andere Bands wie Minutemen, Black Flag oder auch REM, obwohl die ja nie wirklich hart waren, mehr gemeinsam hatten als die Musik. Es gab dieses Netzwerk von Bands, die keine gleichartige Musik machten, aber ähnliche Prioritäten hatten, ihre Musik und das, was sie bewirkte, ernst nahmen. Those are the times I look back on and remember real well. Das sind die Erinnerungen, die mir wichtig sind. Manche von uns wurden sehr erfolgreich. Einige hörten mit der Musik auf und ich fühle mich nicht als Teil von irgendetwas. Darum geht es auch auf Workbook, dem neuen Album. Is being part of nothing, and sometimes that includes this earth. It's just being by myself for once, which is a strange place to be. Well, I guess
much, really. I mean, I still see, I see all the bands when they come through, and I still talk to, Greg and Zu SST habe ich nicht mehr allzu viel Kontakt. Ich sehe natürlich all die Bands, wenn sie nach Minneapolis kommen. Ich plaudere manchmal mit Gen oder Zukowski. Wir verließen SST aus Gründen, die immer noch halten. Reason still holds for me. Which reason? Well, just availability of records. It was very hard 3 years ago for people who didn't live in big cities to get records that were on SST. Das wären die mangelnde Distribution, der eindimensionale Sound der SST-Bands und ein paar geschäftliche Gründe, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Aber es sind nette Leute und sie machen ihre Sache schon recht gut. Somebody think that, if I had a record on SST, that it would sound like an SST record. Just nothing wrong with their label. They got some great stuff. I did 4 records on that label. They're real good people. There's other reasons as well that I don't go into, business reasons, but they do well with what they do. Grant and Greg. I mean, I see them around. We don't really hang out together or anything. Grant Hart und Greg Norton sehe ich selten. Wir hängen nicht zusammen herum. Wir kamen schon in der Schlussphase kaum miteinander aus und jetzt, wo wir uns gar nichts mehr zu sagen haben, unsere Gespräche beschränken sich auf ein Wie geht's? Ciao, das ist es. We don't sit down and get into it. I suspect we never really. Ich glaube, wir werden auch nie mehr miteinander wirklich reden können. Wir kennen uns schon zu gut. Aber es scheint ihnen allen gut zu gehen. Grant ist wieder voll da und auch Greg hat jetzt eine neue Band zusammen. Grant seems to be doing a lot better. I think Greg has a band together now, so everybody's back into it.
I don't think it's doing great. I mean, I didn't. It's doing a lot better than I thought it would, but I just want, you know. Die neue Platte verkauft sich besser als erwartet, aber das berührt mich nicht so sehr. Früher bei Husker war ich da sehr besorgt, wie viel wir wann, wo und warum verkauft hatten. Aber das ist vorbei, diese Managerkrankheit. No more. That's you know, manager worries about that. I don't care anymore. I just want to make music. You know, it's like I worried about it for years. I worried about everybody getting paid, everybody having a roof over their head. Ich fühlte mich lang genug verantwortlich für alle, die mit der Band zu tun hatten. Das ist vorbei. Ich kümmere mich nur mehr um die Musik. Songs, that's all. Anton, I've known for about 3 years now. I have a lot of friends in New York and a lot of mutual friends. I respect his work a lot. Anton 4 kenne ich seit 3 Jahren über gemeinsame Freunde in New York. Just let him hear a few things, and he was real supportive. Chris, I've known, been a fan, I was a fan of the DBs. I like Chris Demi kenne ich schon eine Weile. Ich bin ein großer Fan seiner Band, der DBs. Tony, loved Perugu stuff, the things that he brought to that band since, for the last 10, 11 years. Tony Mould liebe ich seit 11 Jahren, Perugu. When it came time to make the record, it seemed like Anton and Tony and myself would make a good core unit for a band, and then Gene worked on the record. Now Chris is. Für die Platte ergab sich dieser Nukleus mit Tony am Bass, Anton am Schlagzeug und mir. Jetzt für die paar Live-Gigs in Amerika kommt auch Chris mit der zweiten Gitarre dazu. Es war spannend, da er keine eigenen Parts spielen musste wie wir, konnte er eine Menge improvisieren. He did a lot of improvising, and it was nice. Yeah, cello it's a very moody instrument. It has a lot of emotional power to it. Das Cello hat große emotionale Kraft, Schwermut. Writing these songs like Brasilia, Crossed with Trenton, or Wishing Well, or the songs that Sinners and the Repentances. Bei Songs wie diesen spielt es eine wesentliche Rolle. Das Cello erinnert mich an meine Stimme und mein Gitarrenspiel. Es ist sehr expressiv. It reminds me of my voice, and it reminds me of my guitar playing a little bit, but from a whole different area. It's a very expressive instrument. Jane's a great player, and that was. Als ich all diese Songs schrieb, war das Cello mein zentraler Angelpunkt. Ich habe dann lang nach jemandem gesucht, der meine Ideen verstehen und verwirklichen würde. And also thinking this is what the cello will be doing, and then just finding a person that could understand what the music was about and understand what style to play, because most cello players are more classical, or it's hard to find someone who understands progressive music.
I really just concentrate on my work, on writing. I try to write every day, I try to play every day. Ich mache derzeit nichts außer meiner Arbeit. Ich schreibe jeden Tag, ich spiele jeden Tag. Ich schreibe so viel ich kann, was ich sehe, was ich denke, egal ob es wichtig ist oder nicht. Ich spiele die verschiedensten Instrumente, Gitarre, Piano, Banjo, egal was es ist, Hauptsache, es macht Musik. The guitar, the piano, or banjos, or whatever I'm working on, just to work on music. A lot of people think I wait around until I get inspired, and then, I tend to think that if you don't have an instrument in your hands, you're not very likely. Ich bin nicht der Typ, der von irgendwoher den göttlichen, genialen Einfall bekommt. Inspiration ist für mich, wenn ich einen Text mit einem Stück Musik verbinden kann. And put them together. That's to me is when it's when I feel real inspired. Well, the music was so different. We weren't doing any old songs. I don't think it didn't seem to bother anybody. I mean, at the end of the night, I would come out with the acoustic guitar and play some of my older songs, but I don't think any band should ever play those except the people they were written for. I definitely did not want these people to have to play those songs. There's no point in doing it. Ich spiele kaum alte Songs mehr. Bei den Zugaben in den US-Live-Shows, da kam ich raus mit einer akustischen Gitarre und spielte ein paar alte Husker-Nummern. Aber dazu haben noch nur wir drei, die 3 Mitglieder von Husker, das Recht. Und die Leute haben das auch schon gehört. Es waren großartige Songs, sicher, aber das ist vorbei. Das war diese Band in den 80ern, Husker. I mean, they've heard that, it's time to move on. Those are great songs, but that was then, that was band for the 80s or whenever, for that time period. Can't, only the 3 people that were in Husker can play those songs right. Bob Mould, Mann für die 80er. Compositions for the Young and Old. Das Gespräch führte Dirk Schneidinger. Die neue LP Workbook ist auf Virgin erschienen. Zusammenstellung Martin Blumenau, Music Box.
How Far Can Too Far Go? Der belgische Choreograf Wim van den Capers versteht Tanz als Kampf gegen Körper und Publikum, als Totaleinsatz bis zur völligen Erschöpfung. Körper, die in wilder Gier übereinander herfallen, Körper, die sich ineinander krallen, die einander wegstoßen und durch den Raum fliegen. The inarticulate speech of the body könnte man in Anlehnung an einen Songtitel von Van Morrison sagen. Die unartikulierte Sprache des Körpers. I think it's especially research for a body language or movement language, which is based on reflex and impulse. Was ich mache, ist Körperforschungsarbeit auf der Basis von Reflex und Impuls. Der belgische Tänzer und Choreograf Wim van de Capers, 25, stellt in Wien seine zweite Arbeit vor, Les Porteuses des Mauvaises Nouvelles, die Überbringer der schlechten Nachrichten. Eine Odyssee in Gefühlszonen, die der Alltag normalerweise ausblendet. Van de Capers lässt seine Tänzer über Holzpaletten springen, an glühenden Lunden entlang gleiten, arbeitet mit Feuer, Eis und Nebel. We had the scene with stones. Wir haben da eine Szene mit Steinen. In einem bestimmten Moment wirft ein Tänzer einen Stein in die Höhe und wartet, bis ihn ein anderer auffängt. Diese Bewegung muss einfach stattfinden, sonst fällt ihm der Stein auf den Kopf. Existenzielle Grenzsituation ist ein Wort, das ich nicht mehr so gern in den Mund nehme. Zu sehr wurde ich dafür schon von namhaften Kritikern dieser Stadt öffentlich gegeißelt. Aber im Prinzip geht es Wim van de Capers genau darum. Körperartistik bis zur völligen Erschöpfung, Publikumsbedrohung und erotische Ekstase. Keine Schönheit ohne Gefahr, werfe ich beim Interview fragend ein, aber da winkt Wim van de Capers denn doch ab. What you can call danger, it's a physical danger. I mean, I'm not gonna die on the scene or... But it's the force of the nature, the wonderful thing. Ich habe nicht die Absicht, auf der Bühne zu sterben. Es geht mir mehr um die Kräfte der Natur, um das wundervolle Gefühl eines Selbstschutzes, der stärker ist als das Bedürfnis, unmögliche Dinge zu tun. Wie weit können wir künstlerisch auf der Bühne gehen? Wir haben viele Sprünge, die so weit reichen, dass wir schließlich einfach auf den Boden fallen. Aber wir trainieren auch hart, dass alles gut geht. Was bringt uns dazu, solche Dinge zu tun? Es ist eine gewaltige Leidenschaft, in Bewegung übersetzt. And it seems like it's like an extreme passion, in fact, put in movements. Wim van de Capers ist ein Outlaw der internationalen Tanzszene, obwohl er für seine erste Choreografie What the Body Does Not Remember einen Bessie Award erhalten hat. Ich will nicht, dass das Publikum unserer Stücke sagt, aha, das erinnert an Merce Cunningham, das da ist von Martha Graham oder das ist klassisch, sagt er. Und weiter, mich interessiert nicht, ob meine Leute gute Techniker sind, sondern ob sie Persönlichkeit haben. Mit dem anderen jugendlichen Enfant terrible, dem Briten Michael Clarke, der zur Musik von The Fall tanzt, will er sich aber nicht vergleichen lassen. Michael Clarke ist ein klassischer Tänzer mit einer guten Ausbildung, der diesen Stil einfach für seine Generation und seine Bedürfnisse adaptiert. Michael Clarke is a classical dancer. I mean, he has really a classical education, like a very good classical dancer, and he turns this to his own generation and his own feeling, but he stays moving like a classical dancer. Between and Beyond hieß einmal ein Schlagwort in der Musikszene. Zwischen den Stilen und die rücksichtslose Aneignung unterschiedlichster Gesten, Bewegungen und Klänge gilt auch für Wim van de Capers Company. Ein radikales Potpourri, das von vornherein an den Bedürfnissen eines soignierten Bildungsbürgertums vorbeizielt. With this piece, it's really like sometimes we play people who never went to see dance, I don't know, but they can recognize something. Mit unseren Stücken erreichen wir Leute, die sich sonst nie Tanzveranstaltungen ansehen. Das funktioniert, weil man sie ohne jede Vorkenntnisse verstehen kann. Old people who really enjoy to say it has something to do, it's very with me, I feel it's something for me, children, other people too, but it's like, because there is not a closed story, you don't need any introduction. I think we could play it for Eskimos and they could feel the connection with it, or the energy, because it comes really from the belly, it's something
I'm interested in a kind of brutal material, a kind of pure thing. Wir könnten sogar für Eskimos spielen und sie würden die Energie spüren. Es kommt alles aus dem Bauch. Ich bin an einem brutalen Material interessiert, an Reinheit. Irgendwie erinnert das alles an Antonin Artaud. Der schrieb über seine Theaterkonzeption. Vom Standpunkt des Geistes aus bedeutet Grausamkeit, Unerbittlichkeit und erbarmungslose Konsequenz. Und diese Verbindungslinie zu seiner Arbeit übersieht auch Wim van de Capers nicht. What you can connect with it is something, you believe in something and you defend it on the scene, even when you have to go very far. And it's never far enough. Die Verbindung liegt im klaren Standpunkt. Du glaubst an etwas und du verteidigst es auf der Bühne, auch wenn du sehr weit gehen musst. Und es ist nie weit genug. Wim van de Capers tritt heute bis Samstagabend im Rahmen der internationalen Sommertanzwochen Wien im Odeon, Taborstraße 10, 2. Bezirk auf. Weitere Termine am 2. und 3. August Buto Eminenz, Katsuo Ono und am 4. und 5. das sowjetische Ensemble der Revo. Bei der Sommerszene Salzburg ebenfalls Tanz. Heute Abend bis Samstag das Carol Armitage Ballett und von 1. bis 3. August die katalanische Gruppe Mudances.